Ende November 1998 gab Julie Carol Jensen ihrer Nachbarin einen versiegelten Umschlag und bat sie, ihn der Polizei zu übergeben, falls ihr etwas zustoßen sollte. Die Nachbarin hielt dies für einen seltsamen Scherz, nahm den Brief jedoch mit, ohne nach seinem Inhalt zu fragen. 3 Tage später bewahrheiteten sich Julies schlimmste Befürchtungen. Sie starb. Es stellte sich die Frage, wer war schuld am Tod der Mutter zweier Kinder? Derjenige, den sie in ihrem letzten Brief genannt hatte? Oder hatte Julie beschlossen, sich freiwillig aus dem Leben zu scheiden und daraus eine Show zu machen? Julie Carol Jensen wurde 1958 in der Stadt Oshkosh im Bundesstaat Wisconsin geboren. Nach den Erinnerungen ihrer Angehörigen war sie ein künstlerisches, lebensfrohes Mädchen, das nicht stillsitzen konnte. Julie machte kein Geheimnis daraus, dass sie später Schauspielerin oder Sängerin werden wollte, aber als sie älter wurde, wurde allen klar, dass sie nicht das nötige Talent hatte. Der Höhepunkt ihrer Schauspielkarriere blieb das Schultheater. Einer ihrer Lehrer äußerte sich über Julie. Seine Worte erwiesen sich als prophetisch. Nachdem sie bei den Aufnahmeprüfungen an allen Theaterhochschulen durchgefallen war, erlebte Julie den Zusammenbruch ihrer Pläne. Diese Niederlage löschte buchstäblich ihr inneres Leuchten aus und hinterließ nur einen blassen Schatten ihrer früheren selbst. Das Mädchen war gezwungen, an einem örtlichen College eine Ausbildung zur Buchhalterin zu beginnen. Dort lernte sie später ihren zukünftigen Ehemann Mark Jensen kennen, der 2 Jahre jünger war als sie. Zwischen den beiden entflammte eine Romanze und bald darauf zog das Paar zusammen. Obwohl Julie nur noch 1 Jahr bis zu ihrem Abschluss hatte, beschloss sie 1980, ihr Studium abzubrechen. Sie fand eine Stelle als Sekretärin. Im Gegensatz zu Julie schloss Mark das College erfolgreich ab. 1982 bekam er eine Stelle in Pleasant Prairie, Wisconsin, und das Paar zog dorthin. 1 Jahr später heirateten die Verliebten. Julie erzählte ihren Freundinnen in offenen Gesprächen, wie sehr sie Marks Egoismus und Ehrgeiz bedrückten, für den die Karriere an erster Stelle stand. Und nicht die Familie. Wahrscheinlich haben sie sich deshalb lange nicht für Kinder entschieden. Ihr erstes Kind, David, kam erst 1990 zur Welt. Obwohl Mark der Initiator war, distanzierte er sich nach der Geburt seines Sohnes unerwartet und stürzte sich vollständig in die Arbeit. Er rechtfertigte seine Distanzierung mit der Notwendigkeit, für 2 zu arbeiten, während Julie mit dem Baby zu Hause blieb. Nach einiger Zeit schloss der Mann David jedoch ins Herz und verbrachte mehr Zeit mit ihm. Als ihr Sohn jedoch 1 Jahr alt wurde, begann Mark seiner Frau zu verstehen zu geben, dass sie ihre Ausbildung beenden, eine Qualifikation zur Buchhalterin erwerben und anfangen sollte, Geld zu verdienen. Julie wich diesen Gesprächen ständig aus. Sie hatte Angst, ihrem Mann zu gestehen, dass sie ihren Beruf hasste und nicht vorhatte, im Finanzbereich zu arbeiten. Die junge Mutter träumte insgeheim weiterhin von der Bühne, dem Scheinwerferlicht und Filmrollen. Nur um ihren Mann davon abzuhalten, sie zu bitten, ihr Studium fortzusetzen, nahm Julie 1991 wieder eine Teilzeitstelle als Sekretärin in einer kleinen Firma an. Dort lernte sie einen Mann namens Perry Tarek kennen. Er bemerkte sofort die hübsche Julie, die stundenlang über Theater, Kunst und Musik sprechen konnte. Als Perry im Gespräch erwähnte, dass er in seiner Jugend in einer Folge einer wenig bekannten Serie mitgespielt hatte, zeigte Julie besonderes Interesse an ihrem verheirateten Kollegen und wollte ihn näher kennenlernen. Zwischen den beiden begann eine heimliche Affäre, die 2 Monate später endete, als Mark das Paar in seinem eigenen Schlafzimmer erwischte. Mark wurde noch kälter und distanzierter. Julie reichte die Scheidung ein. Bald darauf zog sie diesen Schritt jedoch zurück, weil ihr Mann ihr drohte, dass sie ihren Sohn nie wieder sehen würde, wenn sie sich trennten. Daraufhin trennte sich Julie von Perry, um die Beziehung zu ihrem Mann zu retten. Julie bat Mark um Vergebung für ihren Seitensprung, sagte, sie habe ihren fatalen Fehler erkannt und so etwas würde nie wieder vorkommen. Ich werde versuchen, dir zu vergeben. Ich hoffe, ich schaffe es, sagte Mark zweifelnd. Für ihre Umgebung schienen die Jensen weiterhin ein perfektes Paar zu sein, aber ihre Beziehung war nach dem Seitensprung zerbrochen. Mark ging kälter mit seiner Frau um, ohne die frühere Zärtlichkeit, und offenbar konnte er ihr den Verrat nicht verzeihen. Julie wusste das und wollte ihre Beziehung stärken, indem sie Mark überredete, noch ein Kind zu bekommen.
1995 wurde der zweite Sohn der Jensen, Douglas, geboren. Leider erwies sich die Hoffnung, dass Kinder die Ehe retten würden, als illusorisch. Das Ehepaar entfernte sich weiter voneinander und 1998 glich ihre Verbindung eher einer Nachbarschaft. Zur gleichen Zeit begannen seltsame Dinge im Leben der Familie zu geschehen. Jemand hinterließ regelmäßig pornografische Fotos im Hof, im Haus und in ihrem Auto. Mark vermutete, dass jemand heimlich in das Haus eindrang und verdächtigte Julies ehemaligen Liebhaber Perry Tarrick. Mark und Julie engagierten einen Privatdetektiv und installierten eine Videoüberwachung, um den Täter zu fassen. Als der Detektiv der Frau sagte, dass höchstwahrscheinlich ihr Ehemann Mark dahinter stecke, glaubte Julie ihm nicht. Am 3. Dezember 1998 gegen 13 Uhr klingelte das Telefon im Büro des Sheriffs von Pleasant Prairie. Am anderen Ende der Leitung war Mark Jensen. Mit ruhiger, fast distanzierter Stimme teilte er dem Dispatcher mit: Ich kam zum Mittagessen nach Hause und sah, dass die Sachen meiner Frau im Flur verstreut lagen. Ich habe im Schlafzimmer nachgesehen und sie liegt immer noch im Bett, bewegt sich nicht, atmet nicht. Ich weiß nicht, was mit ihr passiert ist. Sofort fuhren Polizei und Krankenwagen zum Tatort. Julie lag auf dem Bett, mit einer Decke zugedeckt. Sie trug ein rosa T-Shirt und Unterhosen. Die Ärzte untersuchten die Frau und stellten fest, dass alle Versuche, sie zu retten, zwecklos waren. Den Polizisten kam die unnatürliche Haltung der Frau seltsam vor. Es sah so aus, als hätte man sie absichtlich umgedreht. Allerdings gab es im Haus keine fremden Fingerabdrücke oder Einbruchsspuren. Wie der Bericht des Gerichtsmediziners zeigte, war Julie Jensen zwischen 11 und 12 Uhr mittags gestorben. Die Todesursache war eine Vergiftung mit Ethylenglycol, einem giftigen Bestandteil von Frostschutzmittel und Bremsflüssigkeit. Bei der Befragung beschrieb Mark der Polizei das seltsame Verhalten seiner Frau. An diesem Morgen wollte Julie nicht aus dem Bett aufstehen, täuschte eine Krankheit vor, war launisch und bat schließlich darum, allein gelassen zu werden. Mark teilte der Polizei mit, dass sie seit mehreren Wochen unter schweren Depressionen litt. Julie hatte das Interesse an mir, an den Kindern, am Leben und an der Arbeit verloren. Ich glaube, sie hat sich aus freien Stücken entschieden, aus dem Leben zu scheiden. Als die Polizei die Krankenakten der Frau überprüfte, stellte sie tatsächlich fest, dass Julie im Jahr 1988 mindestens 3-mal wegen Depressionen einen Psychiater aufgesucht hatte. Das letzte Mal war nur 2 Tage vor der Tragödie gewesen. Nach diesem Besuch wurden ihr Antidepressiva verschrieben. Interessanterweise war laut dem Psychiater nicht nur die zerbrochene Beziehung zu ihrem Ehemann der Grund für die Depressionen der Frau, sondern auch ein mysteriöser Stalker, der Julie ununterbrochen beleidigende Nachrichten und Fotos per E-Mail schickte. Es schien, als würden alle Hinweise auf einen Punkt hindeuten. Julie könnte tatsächlich freiwillig aus dem Leben geschieden sein. Neben der Ehekrise, der anhaltenden Depression und dem anonymen Stalker war der Browserverlauf auf dem Computer der Frau ein entscheidender Beweis. Darin fanden sich unheimliche Suchanfragen. Wo ist Ethylenglycol enthalten? Wie wirkt Ethylenglycol auf den Körper? Folgen einer Ethylenglycol-Vergiftung. Mark hatte jedoch ein wasserdichtes Alibi. Zum Zeitpunkt des Todes seiner Frau war er bei der Arbeit. Es wurden weder Einbruchsspuren noch fremde Fingerabdrücke oder DNA gefunden. All dies veranlasste die Ermittler, die Beteiligung Dritter auszuschließen. Und wäre da nicht der Umschlag gewesen, den die Nachbarin der Jensen den Beamten übergeben hatte, hätte die Polizei die Ermittlungen eingestellt und den Fall mangels Tatbestand abgeschlossen. Was befand sich also in dem Umschlag? Darin befand sich ein Foto aus dem Terminkalender von Mark Jensen, auf dem verschiedene Gifte und ihre Zusammensetzung aufgelistet waren, darunter Ethylenglycol sowie ein Brief, sowie ein, hier ist der Text: Ich habe dieses Foto gemacht und schreibe dies am Samstag, dem 21. November 1998 um 7 Uhr morgens. Diese Liste befand sich im Terminkalender meines Mannes. Ich glaube, er wollte nicht, dass ich sie sehe. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber wenn mir etwas zustößt, sollte er der erste Verdächtige sein. Unsere Beziehung hat sich zu höflicher Gleichgültigkeit verschlechtert. Ich weiß, dass er mir meine kurze Affäre vor 7 Jahren nie verziehen hat. Mark lebt für seine Arbeit und seine Kinder. Außerdem verbringt er viel Zeit im Internet. Ich rauche und trinke nicht.
Meine Mutter war Alkoholikerin, deshalb beschränke ich mich auf 1 oder 2 Gläser pro Woche. Mark möchte, dass ich abends mit ihm trinke, aber ich will das nicht. Ich würde mir niemals wegen meiner Kinder sich das Leben nehmen. Sie sind mein Ein und Alles. Von Medikamenten nehme ich nur Mittel gegen Erkältungen, die ich in meinem Medikamentenschrank habe, und Vitamine. Außerdem habe ich ein Rezept für Migränetabletten, die Mark öfter nimmt als ich. Ich bete, dass ich mich irre und nichts passiert. Aber in letzter Zeit verhält sich Mark sehr verdächtig. Deshalb fürchte ich um mein Leben. Ich möchte David und Douglas nicht verlassen. Sie sind die wichtigsten Errungenschaften meines Lebens und meine größte Liebe. Meine 4 Ds: Papa, Daddy, David und Douglas. Der Inhalt von Julies Brief hat den Verlauf der Ermittlungen grundlegend verändert. Nun betrachteten die Ermittler die Ereignisse vom 3. Dezember 1998 in einem ganz anderen Licht und Mark Jensen verwandelte sich augenblicklich vom trauernden Witwer zum Hauptverdächtigen im Mordfall. Die Polizei begann, das Leben des Mannes, der eine Führungsposition in einem großen Unternehmen in Wisconsin innehatte, genau unter die Lupe zu nehmen. Bald gelang es ihnen, 2 wichtige Hinweise zu finden, die einen Schatten auf Mark warfen. Erstens kam seine 2-jährige heimliche Affäre mit seiner Untergebenen Kelly Labonte ans Licht, die nur einen Monat nach Julies Beerdigung zu ihm gezogen war. Zweitens erzählte Marks Kollege Ed Klug der Polizei, dass Mark in einem Gespräch zweideutige Äußerungen über seine Frau gemacht habe. Mark sagte zu seinem Kollegen: „Wenn man mir gesagt hätte, dass ich keine Strafe zu erwarten hätte, hätte ich Julie schon längst auf ihrem Weg zum Allmächtigen begleitet." Nicht weniger verdächtig verhielt sich Mark bei der Beerdigung. Nach Aussagen derjenigen, die an der Trauerfeier für Julie teilnahmen, wirkte der Witwer unbeschwert und durchaus zufrieden. Eine enge Freundin von Julie erinnerte sich: Mark stand etwa 1,5 Meter vom Sarg entfernt, aber sein Gesicht zeigte nicht die geringste Trauer. Im Gegenteil, er lachte und scherzte. Das war so seltsam. Am Tag nach der Beerdigung seiner Frau packte Mark alle Sachen von Julie in Müllsäcke und stellte sie an den Straßenrand. Zeuge dieser Szene war der Bruder der verstorbenen Frau, Larry Griffin. Für mich war das ein Schock. Dort lagen alle Sachen von Julie, einschließlich Fotos und so weiter, als wollte er sie aus seinem Gedächtnis löschen. Er hat sie aus seinem Leben und aus seinem Haus gestrichen. Aufgrund der Komplexität des Falles zog sich der Prozess gegen Mark Jensen über lange 10 Jahre hin. In dieser Zeit heiratete der Mann Kelly. Gemeinsame Kinder hatten sie nicht. Das Hauptargument der Anklage war ein Brief, den Julie 2 Wochen vor ihrem Tod geschrieben hatte. Die Verteidigung bestand darauf, dass die Frau depressiv war und immer davon geträumt hatte, Schauspielerin zu werden. Deshalb habe sie ihren Weggang in eine dramatische Inszenierung verwandelt und ihren Mann aus Boshaftigkeit hereingelegt. Im Februar 2008 fand die letzte Anhörung statt. Die Jury stand vor einer schwierigen Aufgabe, aber nach 30 Stunden Beratung befanden sie den 48-jährigen Mark Jensen für schuldig, woraufhin der Richter ihn zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung auf Bewährung verurteilte. Als Reaktion darauf gaben Kelly und Marks Söhne eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie sagten, dass sie ihn niemals verleugnen würden und an seine Unschuld glauben. Wir werden bis zum Ende für Marks Freiheit kämpfen. Marks Familie blieb bei ihrer Position. Ihre Anwälte legten nacheinander Berufung ein und argumentierten, dass die Verwendung von Julies Abschiedsbrief als Beweismittel eine grobe Verletzung des Rechts des Angeklagten auf eine Gegenüberstellung mit seiner Anklägerin, seiner verstorbenen Frau, darstelle und daher das gesamte Urteil für rechtswidrig erklärt werden müsse. Erstaunlicherweise funktionierte dies. Am 19. Dezember 2013 wurde das Urteil aufgehoben und Mark Jensen aus dem Gefängnis entlassen. Für die Staatsanwaltschaft und Julies Angehörige kam diese Entscheidung des Gerichts, gelinde gesagt, überraschend. Es wurde klar, dass Julies Brief nicht mehr vor Gericht verwendet werden konnte. Für einen neuen Prozess waren nun unbestreitbare, stichhaltige Beweise erforderlich, die Marks Schuld direkt belegten. Zusätzlich zu den vorhandenen Zeugenaussagen und Beweisen konnten die Ermittler 2 weitere wichtige Beweise für Marks Schuld finden. So konnten Computersicherheitsexperten herausfinden, dass die obszönen E-Mails, die Julie erhalten hatte, von niemand anderem als Mark selbst verschickt worden waren. Er war also der mysteriöse Stalker, der Julie über mehrere Jahre hinweg gequält hatte.
Den entscheidenden Schlag versetzte jedoch die Aussage seines Zellengenossen. Dieser erklärte, dass Jensen ihm offen gestanden habe, das Verbrechen lange und kaltblütig vorbereitet zu haben. Mark habe angeblich auf den richtigen Moment gewartet, bis bei seiner Frau offiziell eine Depression diagnostiziert und ihr verschreibungspflichtige Medikamente verordnet würden. Nun ergaben Marks Handlungen eine unheimliche Logik. Alles, sowohl seine emotionale Distanziertheit als auch seine Schikanen, war Teil seines Plans. Er hatte seine leicht zu beeinflussende Frau absichtlich in eine psychische Störung getrieben, um ihre Diagnose als Deckmantel für den perfekten Mord zu nutzen. Am 9. Januar 2023 begann der zweite Prozess. Die Anklage legte neue Beweise für Marks Schuld vor, während die Verteidigung an ihrer Version festhielt und behauptete, Julie habe berühmt werden wollen, da sie ihr schauspielerisches Potenzial im wirklichen Leben nicht ausschöpfen konnte. Diesmal berieten sich die Geschworenen noch länger, aber schließlich sprachen sie Mark Jensen für schuldig. Danach wurde der Mann erneut zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung auf Bewährung verurteilt. Was seine Frau und seine Kinder betrifft, so glauben sie weiterhin an Marks Version und halten ihn für unschuldig. Sie kämpfen auch heute noch für die Freilassung des Mannes, aber die Chancen dafür sind praktisch gleich null. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.